Willkommen auf der Nordseeinsel Wangerooge. Nachdem wir vom Inseldorf entfernten Westanleger angekommen sind und mit der Inselbahn ins Dorf gefahren sind, lade ich euch ein, mit mir auf der Insel wandern zu gehen. Der hier zu sehende Bahnhof ist der zentrale Ankunftspunkt auf der autofreien Insel. Wir wollen nicht lange warten und starten direkt mit unserer ersten Wanderung. Das Dorf liegt in der Mitte der Insel. Dies ermöglicht es uns, 3 verschiedene Wanderungen zu machen. Eine Wanderung wird uns an die Ostspitze führen, eine weitere im Inseldorf bleiben und natürlich ist eine Wanderung in Richtung Westen möglich, welche den Schiffsanleger als Ziel hat. Vielleicht werdet ihr euch wundern, dass in diesem Film nicht sehr viele Menschen zu sehen sind. Das liegt aber vorwiegend nicht daran, dass auf Wangerooge keine Touristen sind, sondern vielmehr daran, dass ich deren Privatsphäre respektiere und sie hier nicht zeigen möchte. Auf unserem Weg kommen wir durch ausgedehnte Heidegebiete. Diese erstrecken sich zwischen Dorf und Saline. Die Heide entwickelte sich auf Wangerooge in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als hier für den Küstenschutz unter anderem Besenheiden, Soden verbaut wurden. Beim genauen Hinschauen sehen wir in der Heide rechteckige, schon etwas zugewachsene Wasserflächen. Dabei handelt es sich um ehemalige Eisteiche, aus denen im Frühjahr und Winter Roheis gewonnen und in die Eiskeller von Hotelbesitzern, Schlachtern und Bierlieferanten transportiert wurde. Zum letzten Mal wurde auf Wangerooge Eis im Winter 1952/53 eingefahren. Seitdem stellen diese ehemaligen Eisteiche wertvolle Lebensräume dar. Nun kommen wir am Westinnengroden vorbei. Dabei bezeichnet der Begriff Groden von der See angeschwemmte Neulandgebiete. Sinkstoffe lagern sich bei den Gezeitenwechseln von See her auf dem Watt ab. Nach Erreichen einer bestimmten Außengrodenhöhe erfolgt die Eindeichung. Eingedeichtes Land wird zum Innengroden. Vögel, wie hier beispielsweise die Graugänse, gibt es auf Wangerooge viele zu sehen. Eine kurze Pause lohnt sich, um die hier zu sehenden Grau- und Weißwangengänse zu beobachten. Für gewöhnlich zeigen Graugänse eine große Partnertreue, verpaaren sich jedoch bei Verlust des Partners neu. Im Westinnengroden der Insel Wangerooge leben die Graugänse Seite an Seite mit den Weißwangengänsen. Nachdem die Jungtiere geschlüpft sind, bleiben sie meist bis zur nächsten Brut mit den Elterntieren zusammen und sind auch später oft bei diesen anzutreffen. Graugänse erkennen einander hauptsächlich am Ruf. Für Natur- und Vogelfotografen ist der Westinnengroden der Insel sicherlich der Tipp schlechthin. Wir nähern uns dem Wahrzeichen der Insel, dem Westturm, welcher aktuell als Jugendherberge genutzt wird. Sollte es einmal regnen, kann man sich hinter dem Westturm in dieser Wetterschutzhütte aufhalten. Bevor wir die Gelegenheit nutzen, den Turm zu besteigen, wandern wir erst einmal weiter Richtung Schiffsanleger. Der Westanleger ist Startpunkt der Wangerooger Inselbahn. Die Inselbahn ist Hauptverkehrsmittel der Insel. Da der Fährhafen nicht, wie auf anderen Inseln, nah an das Inseldorf verlegt werden kann, wird sich diese Situation auch auf längere Sicht nicht ändern. Die Bahn ist in einem guten Zustand und wird auch sehr gut frequentiert, was auch aufgrund fehlender Alternativen nicht anders möglich ist. Es besteht auch eine geringe Anzahl Flugverkehr zur Insel, welcher aber aus Gründen des Umweltschutzes zu vermeiden ist. Einmal um die am Hafen gelegene Inselspitze herum befindet sich dieser Strand. Da sich hier immer nur sehr wenige Touristen aufhalten, stellt er eine ruhige Alternative zum Hauptbadestrand im Inseldorf dar. Aber nun ist es endlich soweit. Wir können das Wahrzeichen der Insel, den 56 Meter hohen Westturm, besteigen. Der Weg nach oben führt über 6 Stockwerke und danach über eine sehr steile Wendeltreppe in die Kanzel des Turmes. Oben angekommen haben wir eine wunderbare Aussicht auf den Westen der Insel und können diese genießen. Vom Westturm wieder herabgestiegen, wandern wir nun entlang des Weststrandes. Dies ist allerdings nur bei Niedrigwasser und wenig Wind empfehlenswert. Es gilt dabei, die Vögel am Spülsaumrand nicht zu erschrecken. Weniger schrecksam sind die Fasane, welche auf der Insel in großer Anzahl in den Dünen vorkommen. Wurde diese Vogelart ursprünglich zur Jagd eingeführt, ist sie heute überall auf der Insel zu sehen. Und durch den markanten, schrillen Ruf der Menschen
überall auf der Nordseeinsel Wangerooge wahrzunehmen. Außer im eigentlichen Inseldorf gibt es auch im Westen der Insel einige Häuser. Bei diesen handelt es sich in aller Regel um Landschulheime, Jugendherbergen oder Gastronomiebetriebe. Mit der Sternwarte im Hintergrund gehen wir nun über einen Dünenüberweg zurück zum Weststrand. Oben auf dem Deich angekommen besteht von den hier aufgestellten Bänken die Möglichkeit, zur Nachbarinsel Spiekeroog herüberzusehen oder hier am Badehäuschen eine Pause einzulegen. Nicht selten kommt es vor, dass man auf dem Dach des Badehäuschens Vögel, wie hier eine Gruppe von Brandgänsen, beobachten kann. Wir gehen weiter auf dem Deich und auf einmal sehen wir diese kleine Wesen. Es handelt sich um die bei den Menschen doch sehr beliebten Marienkäfer. Das Charakteristische an den Marienkäfer sind natürlich ihre Punkte. Der weit verbreitete Irrtum, dass die Anzahl der Punkte ihr Alter angebe, stimmt allerdings nicht. Auch wenn es Käfer mit verschiedenen Anzahl Punkten gibt, ändert sich deren Anzahl während ihres Lebens nicht. Marienkäfer gelten als nützlich, da sie Blatt- und/oder Schildläuse fressen. Gleich führt unsere Wanderung vorbei am neuen Leuchtturm, welchen wir hier von der anderen Dünenseite aus sehen. Wir verlassen die eigentliche Straße und benutzen den Fußweg in Richtung Saline. Dabei kommen wir dieses Mal auf der anderen Inselseite vorbei am Westinnengroden. Bei der am meist zu sehenden Pflanze auf unserer Wanderung handelt es sich eindeutig um die Kartoffelrose. Dabei geht es um eine invasive Pflanze, die inzwischen auf der ganzen Insel verbreitet ist. Die Kartoffelrose veränderte das Landschaftsbild sowie die Lebensgemeinschaften von Dünen und Küstenheiden. Sie drang auch in deutlich artenreichere Sanddornbestände ein und drängte diese zurück. Hier an der ehemaligen Saline angekommen, nutzen wir den Dünenüberweg und gehen zum Strand. Theoretisch könnten wir auch hier am Strand zurück zum Inseldorf wandern. Wir entscheiden uns aber, den Dünenüberweg zurückzugehen und auf der Landseite zum Inseldorf zurückzuwandern. Dünenüberwege existieren übrigens reichlich und werden durch hölzerne Kreuze gekennzeichnet. Im Übrigen habe ich schon weitere Filme über die Natur und die Vögel auf Wangerooge veröffentlicht. Die Links zu diesen Videos findet ihr in der Filmbeschreibung. Nun gehen wir durch ein Dünengebiet zurück zum Inseldorf. Wangerooge liegt im Übrigen inmitten des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer. Daher unterliegt die Insel der Zonierung des Parks mit Gebieten von unterschiedlichem Schutzstatus. Das Erwandern der Insel auf den gekennzeichneten Wegen stellt kein Problem dar. Aber insbesondere in der Ruhezone sollten sich alle Menschen zum Schutz der Natur fernhalten. Dies ist auch kein Problem, denn das Wegenetz auf der Insel Wangerooge ist fantastisch. Und für alle Freizeitliebhaber ist etwas dabei. Sowohl Waldpfade, gepflasterte Wege und, wenn auch etwas seltener, asphaltierte Straßen sind vorhanden. Wir sind zurück im Inseldorf und beginnen unsere zweite Wanderung, welche uns durch die Inselgemeinde führen wird. Getreu dem Motto, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung, gehen wir auch bei Regen spazieren. Viele Touristen sehen wir allerdings bei diesem Wetter nicht. Jetzt ein paar Fakten zur Inselgemeinde. Die Gemeinde Wangerooge liegt auf der gleichnamigen Insel im ostfriesischen Wattenmeer. Das erste Bauwerk des heutigen Inseldorfs war der 1856 fertiggestellte Leuchtturm. Um ihn herum entstanden im Laufe der Zeit Wohnhäuser in der Art einfacher Fischerhäuser. Und nicht weit vom Leuchtturm entfernt ist der 1904 in Betrieb genommene Bahnhof, welcher der zentrale Ort für An- und Abreise darstellt. Die Insel hat etwa 1200 Einwohner. Der zentrale Wirtschaftsfaktor der autofreien Insel ist sicherlich der Tourismus. Die Insel ist ein Nordseeheilbad. Wangerooge liegt im Bereich eines gemäßigten, im Sommer kühlen und vom Golfstrom beeinflussten Seeklimas. Bei geringen Temperaturschwankungen herrscht hohe Luftfeuchtigkeit. Die mittlere Sonnenscheindauer liegt, wenn auch heute nicht sichtbar, bei 1670 Stunden im Jahr über dem deutschen Mittelwert. Der Name Wangerooge setzt sich zusammen aus dem altgermanischen Wort Wanger für Wiese und dem friesischen Wort Oog für Insel, was sich in direkter Übersetzung als Wieseninsel deuten lässt. Tourismus gibt es auf der Insel schon seit 1804, denn in diesem Jahr wurde die Gemeinde zum Seebad erklärt. Ein neuer Tag beginnt und wir starten unsere dritte Wanderung.
Dieses Mal in Richtung Osten der Insel. Zum Glück ist auch das Wetter wieder schöner geworden. Wir verlassen die Straße zum Osten, gehen über einen Dünenüberweg und erreichen somit eine fantastische Aussicht in Richtung Nordsee. Nachdem wir diese ausreichend genossen haben, geht es weiter über einen Dünenweg in Richtung Ostspitze. Generell gibt es im Ostteil der Insel deutlich weniger Wege, als dies im Westteil der Fall ist. Dies bedeutet aber auch, dass die Natur hier in einem ursprünglicheren Zustand vorhanden ist. Hier sehen wir Reste von militärischen Anlagen des Zweiten Weltkrieges. Zum Glück hält sich die Menge dieser in Grenzen und wir können weiterhin die Natur genießen. Am Ende der Eindeichung angekommen, befindet sich die Vogelschutzwarte Ost. Die hier wohnenden Naturschutzwarte organisieren immer wieder interessante Führungen. Aber wir wandern noch weiter in Richtung Ostspitze. Die Flora der Insel ist geprägt von der ursprünglichen Vegetationsarmut der Inseloberfläche, die oft durch Sandstürme versandete. Erst durch gezielte Aufforstungen entstanden kleinere Wald- und Buschgebiete, wie hier dieses Wäldchen. Am Ende des Wäldchens angekommen ist es nun nicht mehr weit bis zur nächsten Wetterschutzhütte. Auch wenn heute fantastisches Wanderwetter besteht, ist es gut zu wissen, dass im Falle von starkem Regen hier ein Unterstand möglich wäre. Da wir heute perfektes Wetter haben, nutzen wir direkt den Dünenüberweg und erreichen die Jever-Plattform. Von hier aus sind fantastische Aussichten in Richtung Nordsee als auch Richtung Wattenmeer möglich. Fantastisch! Wir gehen zurück zur Wattenmeerseite und verlassen die letzten von Menschen angelegten Wege. Denn von nun an wandern wir durch das Watt in Richtung Ostspitze. Für diese Wanderung empfiehlt es sich, sie bei Niedrigwasser zu unternehmen, da bei ankommender Flut diese ganze Fläche unter Wasser steht. Ein Blick in einen Gezeitenkalender kann Auskunft geben, zu welchem Zeitpunkt des Tages sich diese Möglichkeit ergibt. Der Weg zur Ostspitze zieht sich durchaus und das Laufen durch den Sand fällt nicht immer leicht. Aber die wunderschöne Natur am Ende der Insel entschädigt mehr als genug für diese Anstrengung. Im Sand befinden sich noch einige Reste des schon vor Jahrzehnten stillgelegten Ostanlegers der Insel. Es ist interessant zu sehen, wie sich die Natur diesen Bereich zurückerobert hat. Und nun sind wir wirklich da, an der Ostspitze der Insel Wangerooge. Zum Schutz von Bodenbrüter ist allerdings ein Teilbereich abgesperrt. Nach einem kurzen Blick zur Insel Minsener-Oog gehen wir zurück ins Inseldorf. Nicht aber, ohne die hier zu sehende Natur zu genießen. Die in diesem Film gezeigten Wanderungen sind zusammen etwa 20 bis 21 Kilometer lang und sicherlich an einem Tag möglich. Um die Natur besser erleben zu können, möchte ich aber empfehlen, sie auf mehrere Tage aufzuteilen. Bevor wir uns nun verabschieden, gehen wir über den Deich zurück zum Inseldorf. Dabei gehen wir entlang des Wangerooger Flughafens, von wo aus aber auch wunderschöne Blicke in Richtung Wattenmeer möglich sind. Nun sind wir am Ende dieses Films angelangt. Ich hoffe, euch hat meine Wanderung über die Insel Wangerooge gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.